Hallo, wir sind das Covid-Forschungsteam bei BISI und wir beschäftigen uns mit der Produktion von Proteinen, die für die Diagnostik und die Medizin wichtig sind. So haben wir zum Beispiel auch das SARS-CoV-2-Hüllenprotein in Bichia pastoris produziert. Bichia pastoris ist eine Hefeart, die häufig zur Produktion von rekombinanten Proteinen verwendet wird. Bichia pastoris kann jetzt auf Methanol wachsen und Proteine produzieren. Methanol ist aber aufgrund seiner großen Entflammbarkeit oft unerwünscht. So haben wir bei BISI unser Hüllenprotein ohne Einsatz von Methanol, aber unter Beibehaltung hoher Produktivität produziert. Dem SARS-CoV-2-Hüllenprotein, auch Spike-Protein genannt, dem kommt eine große Rolle in der Corona-Forschung zu. Auf der einen Seite bindet der Virus über genau dieses Protein an die Wirtszelle, auf der anderen Seite erkennt der Körper im Rahmen der Immunantwort das Hüllenprotein und bildet dagegen Antikörper aus. Ein in Bichia produziertes Hüllenprotein kann jetzt zum Beispiel in der Diagnostik in Antikörpertests oder sogar als Basis für Impfstoffentwicklungen getestet werden. Wir sehen hier eine sehr schematische Darstellung vom Coronavirus. Besonders charakteristisch und auffällig ist das sogenannte Spike-Protein. Das befindet sich auf der Virusoberfläche. Für uns besonders interessant ist die rezeptorbindende Domäne. Die befindet sich am Ende vom Spike-Protein. Sie wird also permanent vom Virus präsentiert und ist sehr zugänglich für unser Immunsystem. Wenn es zu einer Bindung zwischen der rezeptorbindenden Domäne und dem entsprechenden Rezeptor kommt, kann das Virus in die Wirtszelle eindringen und sich daraufhin vermehren. Die rezeptorbindende Domäne allein ist allerdings nicht vermehrungsfähig. Wird sie zum Beispiel in Form von einer Impfung verabreicht, könnten sich entsprechend Antikörper gegen diese Domäne bilden. In weiterer Folge, wenn es dann zu einer Infektion mit dem Virus kommt, können diese Antikörper die speziellen Domänen erkennen und das Virus abwehren. Wir haben bereits einige Hefekulturen, die uns die rezeptorbindende Domäne bilden können. Wir würden euch jetzt gerne zeigen, wie wir im Laboralltag überprüfen können, ob unsere Zellen auch diese Domäne sekretiert haben. Zuerst müssen unsere Zellen, die unser Hüllenprotein produzieren, unter geeigneten Bedingungen kultiviert werden. Schon nach 2 Tagen haben die Zellen dann genügend Protein produziert, dass wir es nachweisen können. Die Zellen sekretieren das Protein in den Überstand. Das heißt, sie schleusen das Protein einfach nach draußen. Wir können das Protein dann sehr einfach ernten, indem wir die Zellen einfach abzentrifugieren. Der Überstand wird vorsichtig auf markierte Bereiche einer Nitrocellulose-Membran getropft. Diese bindet alle Proteine aus dem Zellüberstand. Nach kurzer Zeit wird die Membran in einer Lösung mit anderen Proteinen geschwenkt. Dadurch werden alle Bereiche mit Proteinen gesättigt. Die Antikörper können somit später nicht unspezifisch binden. Nun wird der erste Antikörper zugegeben. Diese bindet nur an die rezeptorbindende Domäne des Coronavirus. Danach wird ein zweiter Antikörper zugegeben, welcher den ersten Antikörper bindet. Er ist mit einem speziellen Enzym fusioniert. Nach einiger Zeit kann ein Reagenz zugegeben werden, welches von diesem Enzym zu einem sichtbaren Farbstoff umgewandelt wird. Eine Farbreaktion entsteht also nur, wenn die rezeptorbindende Domäne im Überstand vorhanden war. So kann überprüft werden, ob das Protein von den Zellen hergestellt wurde.